Also jetzt stimmt es natürlich gerade wieder nicht, aber es stürmt wie Sau und es war überhaupt nichts gemeldet. Aber morgens um 12:30 kam Regen und mega starke Windböen auf und wir haben uns jetzt entschieden, von dieser Bergspitze runterzufahren und ich habe jetzt Starlink vom Dach runtergenommen. Aber eben, jetzt ist Regenpause. Wir sind angekommen. Wir lieben es ja so wirklich mitten in der Nacht im Dunkeln zu fahren. Zum Glück haben wir Zusatzscheinwerfer montiert, das hat echt ein bisschen geholfen. Und hier ist es nicht mehr so windig und Regen und es ist halt nicht so schön, aber wir sind jetzt mitten in einem Dorf, es ist morgens um 2 und ich glaube wir gehen jetzt schlafen. Grüezi Servus! und hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind in Montenegro, genauer gesagt an der Küste und testen, wie Vanlife und wohnmobiltauglich diese Küste ist zum Stehen. Wie du vorhin gesehen hast, wir mussten schon fliehen. Warum, weshalb, wieso und das siehst du jetzt. Genau, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns ein Like und ein Abo da. Wenn du eine Frage hast, dann kommentier es unten. Und ansonsten lass viel Liebe da und hab viel Spaß mit diesem Video. Guten Morgen, da sind wir wieder. Es war eine kurze Nacht, aber es war definitiv die richtige Entscheidung, den Stellplatz zu verlassen, weil der Wind wurde dann in der Nacht doch noch ziemlich stark und am Abend kam noch ein Mann, der dort wohnt und hat uns gesagt, ja, vor einigen Jahren ist dort ein Van die Klippe runtergestürzt, weil es so gewindet hat. Es hat zwar nicht so stark gewindet, aber ja, es war besser. Nun stehen wir hier am Meer. Es ist ziemlich schwierig in Montenegro an der Küste zu stehen. Wir sind ja Park 4 Night Fans, wenn wir das so sagen dürfen, und lesen dort immer die Bewertungen und sind sehr dankbar, dass dort Bewertungen stehen. Und oftmals steht ja Einbrüche, man fühlte sich nicht wohl, weil man beobachtet wurde, ja. Bisher sind wir nur enttäuscht von der Küste Montenegros. Es gibt sehr wenige Stellplätze, was natürlich daran liegt, dass es hier sehr bergig ist. Und wenn sie dann einen Strandabschnitt haben, dann haben sie den natürlich zugebaut, was ich auch vollkommen verstehe. Ja, wir kommen Griechenland immer näher. Die Verkehrsführung wird immer spannender. Es ist hier eine Baustelle und derjenige, der den Verkehr regeln sollte, der hat gerade Pause gemacht, weil es regnet und jetzt fahren alle einfach irgendwie in die Baustelle rein, von vorne und von hinten und warten.
Wir haben es an den Strand geschafft. Es gibt in Montenegro doch einen Strandabschnitt mit wunderschönem schwarzen Sand. Im Sommer ist das wahrscheinlich mega voll hier, aber jetzt in der Nebensaison ist es ein genialer Platz, wirklich direkt am Strand. Wir waren zu 5 hier. Es war einfach traumhaft und wir genießen die Zeit jetzt hier ein bisschen am Meer. Der Sturm ist überstanden und man kann hier wunderschön in Montenegro am Strand stehen. Es gibt hier so einen Strandstreifen mit coolem schwarzem Sand. Ja, aber leider war das Wetter scheiße. Und jetzt, was gut ist, fahren wir halt wieder weiter zu einem, ich glaube Richtung Podgorica, zu einem Flugplatz, weil es da eine Pizzeria geben soll. Eigentlich wollten wir ja gestern zu einem Flughafen in Podgorica, aber schauen wir mal, wo wir anstatt gelandet sind. Weil wir haben da nämlich diesen Stellplatz angefahren, wir haben super lecker Pizza gegessen, aber dann hat uns der Betreiber gesagt, dass gestern Nacht eine Rave-Party da stattfindet und dieser Bass war dann doch zu laut. Also sind wir nochmal eine halbe Stunde zu einem Basketballfeld gefahren und heute Morgen echt traumhaft diese Aussicht auf diesen Fluss da unten. Es hat sich absolut gelohnt, da hin und her zu fahren. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do, I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me, this isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Heute haben wir das Kloster Ostrog besucht und das ist echt eine Reise wert. Es wurde im 17. Jahrhundert von Bruder Basileus gegründet, weil sein altes Kloster von den Türken platt gemacht wurde. Hatte sich da hinter mir an diese Berge hoch verzogen und hat hier ein Kloster gebaut. Man soll drin nicht filmen. Wir haben das respektiert. Viele andere haben es gefilmt, aber wir tun sowas einfach nicht. Aber wenn du schon mal hier bist, dann schau dir das an. Es ist für die serbisch-orthodoxe Kirche eins der Heiligtümer. Es wird oft in einer Linie mit den Artus Gräber oder dem Grab von Petrus aufgezählt. Das Witzige bei dieser Geschichte ist, im Zweiten Weltkrieg haben sich die Staatspräsidenten und der Patriarch von Jugoslawien hier verschanzt und die Wehrmacht hat sie dann irgendwann mal gefunden, hat sogar eine Bombe auf das Kloster geschmissen, die zerbrach aber in 2 Teile und ist nicht explodiert und wird immer noch im unteren Kloster aufbewahrt. Also wenn du hier mal ein bisschen serbisch-orthodoxe Kirchengeschichte anschauen willst, dann fahr unbedingt zu diesem Kloster.
Schönen guten Morgen. Wir haben heute gedacht, wir gehen Wäsche waschen und sind gespannt, ob uns das gelingt, weil es regnet heute und Patricia hat hier in Podgorica jetzt irgendeine Wäscherei gefunden, wo wir das hoffentlich abgeben können. Also haben wir schon mal alles bereit gemacht. Es ist morgens kurz nach 9 oder vor 9. 2 Minuten vor 9. 2 Minuten vor 9, so früh sind wir normalerweise nicht unterwegs, aber heute fahren wir früh los in die Wäscherei. Es regnet, es regnet, es regnet. Die Wäsche haben wir abgegeben. Ist auch mal schön, hä? Aber wir gehen jetzt noch Toilettenspreu kaufen, weil wir glauben, dass wir das in Albanien nicht so einfach finden. Also nehmen wir ein bisschen mehr mit. Und um 18 Uhr, das heißt in 3 Stunden, können wir die Wäsche wiederholen. Juhu! Also wir haben Toilettenspreu gekriegt. Und zwar nur halb so teuer wie in Norwegen. Es hat nicht 12 Euro gekostet, sondern 6. Und es sind irgendwie immer deutsche Produkte. Also falls du auch so nach Montenegro mit einer Trockentrenntoilette fährst, dann nimm genug von diesem Spreu mit. Und Patricia hat Ari noch ein Kissen gekauft. Und jetzt fahren wir durch den Feierabendverkehr von Podgorica und hoffen, dass unsere Wäsche schon trocken und zusammengefaltet ist. Weil es geregnet hat, hat sie uns alles in Plastik verpackt. Aber es ist super sauber und sie ist mega nett und hat uns sogar eine Dankeskarte geschrieben. Die Woche ist schon wieder rum. Und hier ist ein kleines Fazit zu Küste mit Wohnmobil. Können wir persönlich nicht wirklich empfehlen. Montenegro ist traumhaft schön im Hinterland, aber die Küste ist nicht wirklich was für Wohnmobile. Es gibt sehr wenige Stellplätze, an denen man sich sicher fühlt. Und wir haben da einen gefunden, haben dort eine schöne Zeit verbracht, aber das war es leider schon. Genau, und ansonsten haben wir das Hinterland von Montenegro mega erkundet und das können wir dir auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist wunderschön, es ist traumhaft, es sind super nette Menschen, es ist gigantische Natur da. Ja, jetzt geht's weiter nach Albanien. Genau. Also wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns ganz viel Liebe da, abonniere den Kanal, gib uns ein Like. Wenn du eine Frage hast, dann Stell sie. genau, unten in Und den Kommentaren. Wir sehen uns in Albanien. Ja, tschüss.